Hallo zusammen! Vor 2 Wochen bin ich auf eine philippinische Schauspielerin aufmerksam geworden, und zwar die Asia Acosta. Die kannte ich noch überhaupt nicht. Ich hatte mir Sorority aus dem letzten Jahr angeschaut und da fand ich sie ganz großartig. Ich fand den Film ganz großartig und deshalb musste ich mal nachschauen, was Asia Acosta denn für weitere Filme gemacht hat. Und zwar habe ich hier 6 weitere Filme mit ihr auf DVD und Blu-ray. Das sind alles Filme aus dem Streamingdienst von Viva Max, welchen ich auch noch gar nicht kannte. Und die Bush Media Group, die hat sich diesen Film angenommen und hat die sowohl auf DVD und Blu-ray herausgebracht, als auch auf ihrem Amazon Channel, Amazon Prime Channel Red Light Cinema. Da ist die erste Woche kostenlos und dann sind es 4,99 pro Monat. Ich habe mir den abonniert und dann mir alle Asia Acosta Filme angeschaut. Asia Acosta, das sind ja meist alles so Erotikfilme, ne, die sie macht. Aber was mir besonders gefallen hat, war ihr Schauspiel. Ne? Asia Acosta hat wirklich ist wirklich wunderhübsch, hat ein hübsches Gesicht, ein wunderschönes Lächeln, einen guten, schön anzusehenden Körper. Aber was mich immer wieder so ein bisschen beeindruckt hat, war ihr schauspielerisches Talent. Ne, bei den Erotikfilmen mag man jetzt vielleicht nicht unbedingt davon ausgehen, dass da so viel Schauspielkunst erforderlich ist. Ne? Aber die Filme sind halt wirklich einfach mehr als nur nackte Haut zu zeigen. Ne? Hier hat man wirklich ordentlich Ausdruck in ihrem Gesicht zu sehen. Nicht in allen Filmen, aber im Großteil schon. Und deshalb ist sie mir wirklich aufgefallen. Und ja, da habe ich mir dann einfach all ihre Filme mal angeschaut. Was ich gemacht habe, war auch mir die Filme im O-Ton anzugucken. Ne? Also in, Gott, was war das für eine Sprache? Also sie kommt ja aus den Philippinen, ne? Filipino, was haben die da für eine, die haben dann noch eine bestimmte Sprache. Hier steht nur Filipino drauf. Aber dieses Filipino ist auch immer so ein bisschen gemischt mit dem Englischen zusammen. Ne? Also so ein bisschen mal mehr, mal weniger. Ich habe mir das Ganze dann mit deutschen Untertiteln angeschaut, aufgrund meiner nicht philippinischen Kenntnisse. Ja, also ich würde euch auch dementsprechend empfehlen, die ganzen Filme im O-Ton euch anzuschauen. Wer sowas natürlich gar nicht mag, der kann natürlich auch die Synchronisation von der Bush Media Group nutzen. Finde ich jetzt nicht, also sie ist jetzt nicht schlecht, aber im O-Ton kommt das Ganze natürlich immer noch mal ein bisschen besser rüber. Also, wie gesagt, das Ganze hat ja mit Sorority angefangen. Den habe ich vor 2 Wochen geschaut, ist also schon ein bisschen her. Der hat mich beeindruckt. Da war eine wirklich sehr gute Kameraarbeit da. Ne? Das waren wunderschöne Bilder, die man da gesehen hat, und auch eine Musik, die zum Träumen eingeladen hat. Ich habe da gestern noch mal ganz kurz reingeschaut in diesen Film. Deshalb kann ich jetzt dazu, also ich sage jetzt momentan noch nicht so ganz viel zu dem Film, denn ich möchte darüber noch ein separates Video machen. Das kommt irgendwann später mal. Ich hoffe, dass die Bush Media Group sich diesen Film auch noch annehmen wird, denn der ist bisher noch nicht irgendwie auf DVD oder Blu-ray oder so im VOD erschienen. Ich hoffe, das kommt noch. Das wäre ganz super. Also Sorority gebe ich 8 Punkte. Also ich bin ja sowieso immer relativ streng mit meinen Punktevergaben, aber 8 Punkte sind für diesen Film, denke ich mal, wirklich in Ordnung. Ich hab schon geschwankt, 1 Punkt mehr zu geben, so wie bei ganz vielen anderen Filmen auch. Ich bin aber doch immer etwas kritischer und deshalb ja, bleibe ich jetzt bei 8 Punkten. Genau, bei Sorority gab es da ja so, was jetzt den Erotikanteil betrifft, drei Szenen, glaube ich.
3 schön inszenierte Szenen mit jeweils 2 Frauen, glaube ich. Und am Anfang war noch eine Mann-Frau-Szene, die lasse ich jetzt einfach mal außen vor. Die anderen Szenen sind da wesentlich schöner inszeniert und träumerisch und ich glaube, das war so. Ja, also wirklich, wirklich schön gemacht. Dann, achso, und der Film Sorority ist übrigens auch bisher der kürzeste Film. Ne, mit gerade mal 1 Stunde und 16 Minuten ist der überraschend kurz gegenüber den anderen Filmen, die jetzt kommen. Denn Lilith, Odyssee der Sünde, geht, was habe ich mir hier aufgeschrieben, 104 Minuten und wurde von der Bush Media Group auf Blu-ray veröffentlicht. Ne? Wir haben wirklich nur 2 Blu-rays und 4 DVDs, aber dazu kommen wir später noch. Lilith gibt es auch, wie gesagt, im Red Light Cinema Kanal, auch nur in HD. Da gibt es keine 4K, wie im Gegensatz zu anderen Teilen dann schon. Worum geht es in Lilith? In Lilith geht es um Asia Acosta, die hier nach einem Taifun ihr ganzes Hab und Gut verliert. Sie verliert ihr Haus und all ihre Wertsachen und reist dann mit ihrem Baby nach, oh Gott, wohin war das? Irgendwohin, ich weiß es gerade nicht mehr. Zu ihrem Mann, glaube ich, in einen anderen Ort. Und auf dem Weg dorthin, also sie ist ja völlig mittellos, ne? Also sie hat auch kein Geld oder so weiter, um sich irgendwie ein Taxi oder einen Bus oder eine Schifffahrt oder irgendwas zu leisten. Deshalb tut sie sich so ein bisschen durchschnorren, tut hier mal fragen, da mal fragen, ob man sie denn mitnehmen kann oder ob sie ein Ticket umsonst bekommt oder sie tut sich irgendwo verstecken. Ne? So. Da ist dann eine Szene, also sie kommt dann in einem Bus unter. Ne? Sie hat jetzt keinen Fahrschein, aber sie steigt trotzdem ein, denn das Fahrgeld wird erst am Sitzplatz kassiert. Und neben sie setzt sich dann ein Mann. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, ob es ein Polizist war oder so. Auf jeden Fall sitzt dann jemand neben ihr und sie erzählt dann praktisch ihre Lebensgeschichte. Wie sie denn, was heißt ihre Lebensgeschichte? Zumindest die Geschichte bis, oder was doch die Lebensgeschichte? Mein Gedächtnis, ich bin so schlimm im Merken von Handlungen. Auf jeden Fall geht es hauptsächlich darum, dass sie ja so ein blinder Passagier auf einem Schiff war und dann dort entdeckt wurde. Und sie hatte halt kein Geld oder irgendwas, um die Schifffahrt zu bezahlen. Und deshalb waren da so ein paar blöde Männer und haben sie dann tatsächlich mehrfach vergewaltigt. Ja, was sehr drastisch war, glaube ich. Das war wirklich sehr brutal, wie ich Erinnerungen hatte oder habe. Und auch die Asia Acosta hat das grandios gespielt. Ne? Sie hat auch wieder geweint. Also Weinen ist übrigens in all ihren Filmen immer ein Thema. Also es gibt keinen Film, in dem sie nicht geweint hat. Und hier eben auch wirklich sehr, sehr leidend. Ne? Das ist alles schwer ertragbar, wie ich fand. Wir hatten, also während dieser Vergewaltigungsszenen war jetzt auch nicht so viel expliziter Sex zu sehen.
Da war dann wirklich eher am Anfang des Films noch ein bisschen mehr mit ihrem Mann. Da hat man dann schon etwas mehr gesehen, aber dieses ganze Leid, was sie hier ertragen musste in Linnes, war schon echt schlimm. Sie hatte dann auch eine ältere Frau auf dem Schiff kennengelernt und die war dann so ein bisschen ihr Anker, ne? Und war dann dafür mitverantwortlich, wie der Film dann auch geendet hat. Ne? Das Ende des Films, das war dann tatsächlich auch ein bisschen überraschend und krass. Ne? Also mit dem Ende hatte man jetzt so gar nicht gerechnet. Und ja, also von mir definitiv eine Empfehlung, wie fast alle die Filme mit Asia Acosta sind eine Empfehlung. Jetzt keine super große, duper Empfehlung, aber ich gebe dem Film trotzdem 6 Punkte. Wie gesagt, könnten auch 7 sein, denn der hat mir auch wirklich gut gefallen. Linnes Odyssee der Sünde. So, dann habe ich einen Film gesehen und zwar war das erst gestern. Und zwar mit 112 Minuten Sugar Baby. Ja, auch hier auch eine Blu-ray von der Bush Media Group. Da geht es um, wie heißt der, Eva? Einmal hat sie den Namen? Nee, Jennifer war es. Okay, wartet mal kurz. Genau, Jennifer kommt aus ärmlichen Verhältnissen und lebt mit ihrem Mann Spencer und ihrem Sohn Max. Ja, in nicht so guten Verhältnissen. Und sie hatten einen relativ lukrativen Job, die Jennifer. Die arbeitet in einem Juweliergeschäft an der Kasse. Und da müsste man eigentlich meinen, dass das Geld reicht, ne, für die Familie. Aber ihr Mann, Spencer, ist halt, der verzockt alles. Ne? Das ist so ein spießesstücker Typ und Jennifer hat keine Ahnung, was da eigentlich vor sich geht und was da eigentlich so treibt. Und dann wird auch noch der Sohn krank, ne? Schwer krank. Die Diagnose Leukämie, ne? Und die Krankenhausbehandlungen sind auch wahnsinnig teuer. Und dann hat Jennifer noch so einen aufdringlichen Chef im Juweliergeschäft, der dann so ein paar sexuelle Avancen von ihr will, was sie aber ablehnt, ne? Verständlich. Und daraufhin wird ihr gekündigt. Ne? Ihr wird gekündigt und dann steht sie ohne Job da und ihr Mann mit einem riesengroßen Schuldenberg und Jennifer weiß einfach gar nicht, wo sie das ganze Geld herkriegen soll. Ne? Dann trifft sie eine alte Schulfreundin, die Rika, und die arbeitet in einem Etablissement, kann man sagen, als Sugar Baby und ja, bietet halt dort Jennifer an. Na, das sind ja die beiden, dort mit einzusteigen. Und ja, anfangs will Jennifer sowas ja nicht, ne? Denn wer will sich schon freiwillig so wirklich prostituieren? Ne? Und ja, dann hat sie, es ist so ein großer Schuldenberg da. Sie braucht so viel Geld für die Krankenhausbehandlung. Einfach auf Blick, dass sie so viel Geld scheffeln kann, macht sie es einfach. Na, relativ gefühllos, aber sie macht es, klar. Und später dann lernt sie noch einen anderen Typen kennen, auch dort, ne, und zwar den Erik. Und eins der Sachen, die eigentlich nicht passieren sollten, sind, sich zu verlieben. Ne, aber Jennifer hat sich nun einfach mal in Erik verliebt und er sich in sie. Da kann man dann am Ende auch nichts gegen für. Und dann ist am Ende so die Frage, bleibt sie bei ihrem spielsüchtigen Mann oder kann das vielleicht mit Erik irgendwas werden? Und
kriegt sie genug Geld zusammen, um die Leukämie zu behandeln von ihrem Sohn? Am Ende gibt es dann noch mal einen ordentlichen Twist, was man meiner Meinung nach überhaupt nicht vorhersehen konnte. Das hat man wirklich gut gemacht und auch die schauspielerische Leistung überhaupt war in diesem Film besser als gewohnt. Das hat mir wirklich richtig gut gefallen. Sie hat hier, die Asia Acosta, mal ihre Haare zu einem Zopf gebunden, was mir auch sehr gut gefallen hat. Da sah sie auch wieder wunderschön aus. Wir haben auch hier natürlich wieder ein paar Erotik- und Sexszenen. Ist ja logisch. Aber Schauspiel auch hier wieder wunderbar. Asia Acosta hat wieder geweint. Und das ist übrigens auch der erste Film, bei dem selbst ich ein klein wenig eine Träne vergaß. Das hat mir dann doch schon alles insgesamt wirklich gut gefallen. 7 Punkte für Sugar Baby. Dann haben wir etwas... Nee, was kommt jetzt? Ach so, was kommt jetzt? Der kommt jetzt, den wollten wir, genau. Jetzt kommen wir zu Call Me Alma. Der Film geht 92 Minuten, Call Me Alma, und ist bei Amazon in Red Light Cinema übrigens als UHD verfügbar. Schade, dass man dann hier nur eine DVD rausgebracht hat. Finde ich schade, aber mit 92 Minuten ist er auch ein etwas kürzerer Kandidat dieser Filme. In Call Me Alma spielt Asia Acosta auch eine Prostituierte in einem Nachtclub, in einer Bar. Da hat sie so drei Stammfreier, kann man schon sagen. Der eine, der ist ein bisschen ruppig, der will so ein bisschen, also der geilt sich so ein bisschen dran auf, wenn er sie schlagen darf. Ja, natürlich für ein bisschen extra Geld. Ne? Und dann hat sie so einen Typen, der übrigens hier den Erik spielt, bei Sugar Baby. Dann hat sie so einen Typen, der ja, ich will nicht sagen, es ist so ein kleiner Weichei, aber der kommt immer schon so ein bisschen zu früh. Ne? Also der braucht sie irgendwie nur angucken oder kurz anfassen und da kommt sie ihm schon. Und dann hat sie noch so einen dritten Typen, der sich ja heillos in sie verliebt hat. Ne? Also da tut Alma, also Alma mag ihn auch, ne? So ist es nicht. Und da muss er noch nicht mal unbedingt immer was bezahlen, aber ja, das sind so 3 irgendwie grundverschiedene Typen, die sie da so als Kunden hat. Call Me Alma spielt auch 1999, kurz vor dem angeblichen Untergang der Welt. Damit tut man hier auch so ein kleines bisschen spielen. Nach ihrem Feierabend geht sie da durch die Straßen und trifft auf einmal auf so eine alte Frau, die sie anspricht und sagt: Hey, ich bin deine Mutter. Nein, ich habe keine Mutter, antwortet Alma. Und doch, ich habe dich vor 22 Jahren weggegeben. Ich habe dich verkauft, hat sie gesagt. Ja. Und das hat Alma dann einfach erstmal so ein bisschen abgetan und am nächsten Tag begegnen die beiden sich wieder. Die Mutter, Sheila heißt sie übrigens, ne? Die Mutter erstmal völlig wusste gar nicht, was los ist, hat gefragt: Wer bist du? Was wollen Sie von mir? Und da hat dann Alma gesagt: Na, Sie haben mich doch gestern angesprochen. Und dann konnte sich Sheila wieder daran erinnern. Und dann hat Sheila gesagt: Komm, wir gehen mal deinen Vater suchen. Ne?
Die Frage war, warum jetzt Alma das alles glaubt und mitmacht, sei jetzt mal dahingestellt. Aber sie machen das dann. Ne? Die beiden, Sheila und Alma, begeben sich dann auf einen kleinen Roadtrip, wo dann Alma immer mehr feststellt, dass Sheila krank ist. Sheila hat Alzheimer und vergisst Dinge zu tun, vergisst Dinge, die sie gesagt hat und so weiter und so fort. Das ist auf diesem Roadtrip doch sehr anstrengend, sehr neu für Alma und sie muss mit dieser ganzen Situation erstmal versuchen umzugehen. Das ist am Anfang wirklich sehr distanziert und kalt und man könnte meinen, dass das Ganze schlecht geschauspielert ist, aber das ist halt einfach nur die zwei Frauen kennen sich halt einfach nicht. Und je mehr die beiden wirklich zusammen sind und je mehr die zusammen agieren, umso mehr harmonieren die beiden und das Schauspiel wird immer besser. Wir bekommen noch die Lebensgeschichte von Sheila zu erfahren, warum sie weggegeben hat und so weiter und so fort. Das ist alles wirklich, wirklich toll gespielt. Wir haben hier auch ein paar schöne Landschaftsaufnahmen aus Bataan. Und ja, es ist dann halt am Ende einfach die Frage bei diesem Film, finden Sie Ihren Vater, den Sie ja in Bataan suchen, finden die beiden Frauen zueinander, mit so einer Krankheit umzugehen, ist natürlich auch nicht einfach, wo man dann auch sich fragt, wie geht der Film denn überhaupt aus? Also insgesamt wirklich auch hier ein sehr interessanter Film, Call Me Alma. Übrigens, der ist ab 18 und wie war das? Sugar Baby ab 16 und Lynn ist auch ab 18. Ja. Auch hier gibt es, weil ich das gerade sehe, die ein oder andere relativ schöne Erotikszene. Aber der große Hauptaugenmerk, dieser Mittelteil, bezieht sich halt hier wirklich auf dieses Drama zwischen Mutter und Tochter, was hier wirklich wunderbar gespielt ist. Dann haben wir den Film Suki, den habe ich vorgestern gesehen. Suki bedeutet Stammkunde, einfach nur Stammkunde und das ist prinzipiell ein ähnliches Genre, wie wir es gerade bei Call Me Alma hatten. Ich hoffe, hier ist der YouTube-Filter nicht angesprungen. Suki ist ab 16, wie es ja hinten drauf steht, aber Suki ist eigentlich, es ist fast ein Porno. Jetzt mal ganz im Ernst. Hier wird ja im gesamten Film nur rumgebumst. Vom Anfang bis Ende. Suki geht 2 Stunden und in diesen 2 Stunden, das ist Wahnsinn, was hier alles gezeigt wird. Es fehlten eigentlich nur noch die Geschlechtsteile. Die hat man in keinem Film gesehen, aber das ist ja schon wirklich echt fast Hardcore. Auch diesen Film gibt es im Red Light Cinema Channel in UHD, also auch hier nochmal in wesentlich besserer Qualität als hier auf DVD. Der Film hat an sich nicht weiter viel zu bieten, außer wirklich diesen Szenen. Wir haben hier wie heißt sie? Eva? Eba heißt sie, Eba. Eba ist hier in diesem Film, also Asia Acosta, der neue Star also in einem Nachtclub. Ne? Und das gefällt natürlich den anderen Damen, die da schon länger sind, überhaupt nicht. Und die Marga will sie sofort loswerden. Es gibt dann noch einen anderen Nachtclub irgendwie gegenüber oder so. Da ist, oh Gott, wie heißt denn der Typ? Steht es hier? Adan, nee, ja doch, Adan, genau. Da tritt der Adan auf. Ne? Und die beiden lernen sich kennen und die mögen sich und
die verlieben sich so ein bisschen miteinander. Man weiß noch nicht so richtig, ist das wirklich was richtig Festes oder so, oder sind die erst noch am sich kennenlernen. Und um das so ein bisschen zu verhindern, tut Marga das ein bisschen für sich nutzen. Und zwar tut sie sich so ein bisschen an Adan ranmachen und so ein bisschen seine Dienste einfordern, wenn man so will. Und um dann schlussendlich auch Eber eifersüchtig zu machen, ne? Und ihre Gefühle zu verletzen und so weiter. Ihr kennt das. Ich weiß gar nicht, ist das eigentlich schon alles? Ich glaube fast, ja. Also mir fällt jetzt gerade nichts mehr ein. Ich könnte, wartet mal kurz. Ja, man hat dann noch 3 Straßenjungs eingebaut, so ein bisschen für die Handlung, weil der Adan hat sich dann so ein bisschen um die Jungs gekümmert. Da ist dann am Ende noch so eine Szene passiert, die war dann auf einmal da, die Szene. Dann wurde das ganz schnell abgehandelt und dann war die Szene auch wieder ganz abrupt zu Ende und die 3 Jungs hat man dann irgendwie nie wieder gesehen. Das war alles irgendwie sehr hastig und war dann auch irgendwie sehr komisch. Wir haben dann halt auch so ein bisschen am Ende des Films diese Beziehungsprobleme zwischen Eber und Adan, weil halt auch immer dieser Zweifel im Raum steht, dass man ja fremd gehen könnte, ne? Wie zum Beispiel Adan mit Marga geschlafen hat. Und da ist natürlich dann die Frage nach Treue und so weiter natürlich auch ein Thema. Und auch hier hat dann wieder Asia Acosta am Ende geweint und es war auch wieder eine schöne Szene, aber im Großen und Ganzen war jetzt hier wirklich nicht viel Schauspiel von ihr da, auch nicht so wirklich gutes Schauspiel. Im Gegensatz, wo wir es hier bei Call Me Alma hatten, wo die Anfangsszene halt wirklich auch mit einer Nahansicht von Asia Acosta war. Und das war dann auch wirklich, da hat sie gestrahlt übers gesamte Gesicht und das war einfach wirklich wunderschön. Und in Suki war das alles irgendwie doch, glaube ich, relativ langweilig und uninspiriert. Der Film ist übrigens nicht direkt von der Bush Media Group erschienen, sondern von Intimate Film, aber im Vertrieb der Bush Media Group. Also die FSK 16 erschließt sich mir auch überhaupt nicht. Es ist für mich auch definitiv der schwächste Film mit 4 Punkten. Das Ende hat nochmal so ein bisschen was rausgerissen. Da waren nämlich eben 2 Szenen, da war auch eine Erotikszene, die relativ gut war, die schön erotisch war, glaube ich. Und die Endszene, also der eine Streit mit Adan, der hat mir gut gefallen. Und auch, wo sie dann am Ende nochmal ihrer Mutter begegnet ist, ne, die ja eigentlich auch irgendwie drogenabhängig und eine Straßennote war oder ist. Und das war dann auch so ein bisschen traurig. Ne. Das hat das hat den Film nochmal so ein bisschen aufgewertet, aber trotzdem waren es für mich nicht mehr wie 4 Punkte. Dann gibt es den Film Cosplay Love. Cosplay Love ist der einzige Film, welcher auf DVD erschienen ist, aber auch im Red Light Cinema Channel nicht als UHD verfügbar ist, sondern nur als HD-Version. Das ist Cosplay Love. Tammys heiße Fantasien. Der Film ist ab 18 Jahren und hat eine Laufzeit von 115 Minuten, also auch wieder 2 Stunden. Um es vorwegzunehmen, falls ich es nicht vergesse, hier waren, glaube ich, 2 Lieder dabei, welche mir sehr gut gefallen haben. Das war übrigens bei Sugar Baby auch so. Das Endlied, das hat mir auch sehr, 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 sehr gut gefallen. Und bei Cosplay Love gab es auch 2 Lieder, die wirklich schön waren. Tammys heiße Fantasien handelt von Tammy,
Und Tammy ist ein großer Fan von Anime und Manga und sie zeichnet gerne ihre Fantasien, ne, selber in Manga-Form, und während sie das alles zeichnet, meine Güte, es regnet aber ganz schön, während sie das Ganze zeichnet, träumt sie. Ne, sie stellt sich die Sachen vor, was denn ihre Charaktere noch für Geschichten erleben könnten. Und bei diesen Geschichten geht es dann hin und wieder auch mal heiß her. Das Ganze hätte man dann tatsächlich auch etwas lustiger gestalten können, wie ich finde. Auch so ein paar Szenen, die dann danach kamen, hätten ein bisschen lustiger sein können. Wie zum Beispiel, da war eine Szene im Umkleideraum. Das war schon so ein bisschen angedeutet lustig, hätte man lustiger machen können. Aber um jetzt auf die Handlung wieder zurückzukommen, wir haben hier die Tammy, die nicht nur ihre Fantasien zeichnet, sondern sich auch wirklich gerne als ihre Anime-Figuren verkleidet. Ne? Sie geht gerne auf Cosplay-Conventions, tut sich da anziehen und zeigen und eventuell hier und da mal einen Preis gewinnen, wenn denn möglich. Auf so einer Convention hat sie dann so einen schnuckeligen Typen kennengelernt. Die verstehen sich relativ gut, verlieren sich aber wieder aus den Augen, denn dann trifft sie dort noch einen anderen Typen, ich glaube es war der Kevin, und der ist Fotograf. Ne, der ist Fotograf, warte mal, woher kennt man ihn? Ich glaube, der hat hier bei Suki mitgespielt. War auch so ein Verehrer von ihr. Ne? Also hier der Kevin, der ist Fotograf und bietet ihr an, dass sie doch mit ihrem Hobby noch viel mehr Geld verdienen könnte. Denn er hat so ein Studio, wo man so ein bisschen freizügigere Fotos machen kann, und lädt Tammy dahin ein. Ja. Sie geht dann dahin und ja, findet es eigentlich relativ nett. Also sie liebt es ja, sich zu verkleiden. Ne? Ihre Eltern sind da eigentlich so ein bisschen dagegen. Ne? Sie soll ihre Zeit nicht mit diesem Scheiß verschwenden, um es mal mit deren Worten auszudrücken, sondern sich einen vernünftigen Job zu suchen. Aber sie liebt es einfach, sich zu verkleiden, und wenn man dann natürlich das Ganze würdigt und Fotos von ihr macht, dann findet sie das natürlich auch ganz toll. Und dem Kevin gegenüber ist sie auch nicht ganz abgeneigt. Und ja, Kevin selber heißt der Kevin, ich rede dauernd von dem, ich glaube ja. Ich nenne ihn jetzt Kevin. Ich hoffe, er heißt so. Der hat so ein paar eigene Fantasien. Ne? Er mag es, mit solchen Anime-Figuren Sex zu haben. Und da versucht er so ein bisschen die Tammy zu bezirzen und so ein bisschen zu überreden, ob sie das denn nicht vielleicht auch möchte. Und sie kriegt halt durch die ganzen Fotosessions natürlich auch Geld, und sie kriegt eine eigene Internetseite, wo dann auch nochmal Geld reinkommt und Follower und Leute, die das halt schön finden und gut finden, was sie macht. Ne? Und dann lässt sie sich da halt drauf ein, und von Session zu Session tut sie sich immer mehr in den Fotografen verlieben tatsächlich, und dann ist das irgendwann auch kein Problem mehr für sie. Bis dann eines Tages sie sich die Frage stellt, ist es das alles, was ich will? Oder da war so eine Szene, wo Kevin sie einfach beim Akt als Anime-Figur angesprochen hat und nicht als ihren richtigen Namen. Und das war so ein bisschen der Knackpunkt für Tammy, dass sie sich gefragt hat, will ich das denn wirklich so? Oder schnappe ich mir vielleicht diesen schnucklichen Typen von der Convention? Und dann geht sie mit dem dann halt so eine
so eine kleine Liebelei ein und das bekommt der Kevin dann mit und ist dann nicht so erfreut drüber und Tammy will dann keine Fotos mehr machen. Und das mag der Kevin gar nicht und droht dann damit, heimlich gedrehte Videos von den beiden beim Geschlechtsakt zu veröffentlichen im Internet. Und ja, dann versucht sie sich dann dagegen zu wehren, die Tammy, mit Hilfe von Freunden oder der Familie. Ne? Wobei die Eltern ja eigentlich sowieso nicht so gut drauf zu sprechen waren wegen ihren Hobbys. Aber da war eben dann ein oder zwei Szenen, ich glaube es waren zwei Szenen mit ihrem Vater, die da, also zwei Dialoge, die da wirklich stark waren, wirklich stark geschauspielert waren. Das hat mir richtig gut gefallen. Und auch sonst die Erotik-Szenen in dem Film von Cosplay Love waren okay. Ne? Also die waren jetzt nicht super toll. Da waren natürlich die eine oder andere, die schön waren. Guck mal, wir haben hier oben übrigens so eine schöne Szene, so eine schöne Traumszene. War gut gemacht. Aber im Großen und Ganzen, ja, es zeigt halt so ein bisschen die Gefahren des Internet auf, ne? Dieser Film. Und ach ja, genau, hier trägt sie auch übrigens genauso wie bei Sorority wieder eine Brille, was mir besonders, was mir immer sehr gefallen hat, ne? Wenn sie das Brille trägt und dann so ein bisschen ihre Brille zurechtrückt, das ist immer schön. Und wenn sie dann noch so strahlt, das finde ich immer ganz toll. Ja, also Asia Acosta hier auch wieder sehr süß und mit einem tollen Schauspiel. Ich vergebe 6 Punkte für Cosplay Love. So, und dann kommen wir auch schon zum letzten Film mit Asia Acosta. Und zwar ist das Devotion. Der Film ist, wie ich es hier hinten drauf sehe, ab 16 Jahren freigegeben. Für immer mein. Der Film ist hier auch nur auf DVD veröffentlicht worden von der Bush Media Group. Den gibt es aber im Red Light Cinema Channel also in UHD und geht 106 Minuten. Devotion ist ein Drama, kann man sagen, wirklich ein Sozialdrama. Hier haben wir wieder eine Familie in ärmlichen Verhältnissen. Es geht hier, glaube ich, hauptsächlich um 2 junge Männer. Die beiden, die hier vorne drauf sind, das sind eigentlich nur die Freundinnen der beiden. Die beiden Männer, also der eine kommt gerade zurück zusammen mit Asia Acosta. Ne? Man sieht da so eine Szene im Bus, wo sie gerade heimkehren. Und der eine Freund, oh Gott, warte mal, der eine heißt, glaube ich, PJ, JC und der andere Pau. Genau, Pau ist einer der Söhne und, wartet mal kurz. Pau ist einer der Söhne und arbeitet in einer Schwulenbar. Der verdient sich dort sein Geld als Tänzer, was mitunter ungewohnt ist, sich anzuschauen. Also ich habe sowas noch nicht so wirklich gesehen. Es hat mir jetzt auch nicht so besonderlich gefallen, aber das muss es ja auch nicht. Auf jeden Fall war er Tänzer in dieser Schwulenbar und ja, wenn die Leute, die dann dort sind, gerne noch mehr möchten von ihm, dann wird das natürlich bedient. Der JC kommt hier mit der Asia Acosta, ich glaube, sie heißt Mätresse oder so, Marites nach Hause und oh Gott, wie war denn das? Ach ja, er hat so einen Charakter, dass er relativ schnell aufbrausend ist und fuchsteufelswild wird, wenn irgendwie Ungerechtigkeiten herrschen. Dann geht er immer dazwischen und fängt sich an zu prügeln und hat einfach sein Temperament nicht unter Kontrolle. Ne? Dann
ist dann noch die Mutter, die hat einen mobilen Imbiss, der immer am Straßenrand steht und sie sich eigentlich auch für ihre gesamte Familie mehr wünscht als in diesen ein Zimmer zu Hause. Ne? Die sind da wirklich zu sechst in einem Zimmer. Wir haben dann eben noch die Angelique Kang, die Freundin von Pao spielt, und zusätzlich noch ein Mädchen, eine junge Frau, die Mutter von der Straße aufgelesen hat. Die wurde, glaube ich, irgendwie vergewaltigt und verprügelt, und die haben sie jetzt mit aufgenommen und ist jetzt auch mit ein Teil der Familie. Und der Pao, der hat auch so einen Stammkunden in der Schwulenbar, und dieser ist eigentlich schon ausgewandert nach Amerika und bietet Pao jetzt an, mit ihm zusammen nach Amerika zu gehen. Ne? Und dort könnten die beiden dann heiraten. Und Pao hätte ein besseres Leben und könnte dann später, ich glaube nach 2 Jahren oder so, seine Familie mit nach Amerika holen, und dann wäre alles wieder besser für die gesamte Familie. Ne? Das ist dann natürlich so diese Frage der gesamten Familie, ob sie das machen oder ob sie das ablehnen. Es ist natürlich sehr, sehr lukrativ, und aus diesen armen Verhältnissen eben rauszukommen. Das alles muss abgewogen werden, und dabei ist da wirklich schönes, großartiges Schauspiel zu sehen von wirklich allen Darstellern, auch von der Mutter. Das hat mir alles wirklich insgesamt wirklich wunderbar gefallen. Wir haben hier nur wirklich sehr wenig Erotik-Szenen zwischen den 2 Liebespaaren. Da ist wirklich nicht viel zu sehen. Deshalb ist er wahrscheinlich auch nur ab 16. Es gibt auch nicht so viel Gewalt gibt es jetzt dann nicht in dem Film. Da war Linnes noch so viel schlimmer. Wir haben hier wirklich auch eine Familie, die wirklich zusammenhält. Ne? Wenn die Jungs da in dem Nachtclub arbeiten, dann wird das auch wirklich an die Familienmitglieder alles aufgeteilt, und die halten wirklich komplett zusammen. Da ist niemand irgendwie eigennützig, sondern denkt immer komplett an die Familie, und dann ist es halt auch die Familie insgesamt, die zusammenhalten muss und sich entscheiden muss, wie geht es denn nun weiter, wie machen wir es. Und ja, das ist wirklich auch eine schöne Geschichte mit ganz tollen Charakteren und hat mir richtig gut gefallen. Deshalb auch hier nochmal eine große Empfehlung an Devotion. Hat mir sehr gut gefallen, kann ich nur empfehlen, mit 7 Punkten. Wirklich, wirklich empfehlenswert. So, da sind wir Wahnsinn durch mit dem Film von Asia Acosta. Wie gesagt, ich hoffe, Sorority gesellt sich noch hier zu den Filmen mit dazu. Ein Traum wäre natürlich mal eine 4K zu haben, besonders von Sorority, weil der mir sehr gefallen hat und ich der Meinung bin, das ist der beste Film von Asia Acosta. Jetzt vielleicht nicht unbedingt schauspielerisch, aber inszenatorisch fand ich den schon sehr, sehr geil. Schauspielerisch sind hier wirklich viele gut zu erwähnen. Natürlich Devotion und Sugar Baby sind hier tolle schauspielerische Leistungen von Asia Acosta. Wie ich es schon erwähnt habe, tut Asia Acosta in jedem ihrer Filme weinen, was ich so auch noch von keiner anderen Schauspielerin überhaupt jemals gesehen habe. Das ist schon sehr traurig. Ja, aber auch sonst hat Asia Acosta wirklich schönes Mimenspiel, das mir auch immer wieder gut gefällt, und auch wenn sie sich streitet oder Diskussionen führt oder überhaupt irgendwelche Dialoge hält. Es ist einfach immer wirklich sehr, sehr schön mit anzusehen, wenn Asia Acosta
mehr zeigt als einfach nur ihre Möpse. Ne? Einfach mehr als nur ihren nackten Körper in die Kamera hält, sondern wenn sie einfach wirklich Schauspielern tut. Deshalb würde ich es mir tatsächlich auch mehr wünschen, wenn sie mehr ernste Rollen annehmen würde, wenn sie auch dafür natürlich ausgewählt wird. Denn ich finde Asia Costa noch besser als das, was wir eigentlich in diesen Erotikfilmen zu sehen bekommen. Deshalb schaut bitte gerne mal in einen ihrer Filme rein. Ihr könnt es natürlich in der deutschen Synchronisation tun, aber ich habe mich sehr an den O-Ton dieser philippinischen Filme gewöhnt. Ich mag das sehr gerne und kann das wirklich sehr empfehlen. Schaut mal rein, gebt den Filmen mal eine Chance und ja, ich glaube, da habe ich schon genug geschwärmt über Asia Acosta und ja, dann lasst mir doch gerne ein Like da oder einen Kommentar, das wäre wirklich wunderbar. Ich bedanke mich für jeden wirklich, der bis hierhin sich dieses Video angeschaut hat. Ich werde noch Untertitel zu diesem Video machen, damit es dann auch eventuell um die Welt geht. Ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber bei dem einen Video von Hanuman hat es ja funktioniert. Vielleicht erreiche ich mit diesem Video auch so ein paar mehr Leute. Es wäre schön, es wäre wirklich schön und ich bedanke mich, wie gesagt, sehr, dass ihr bis hierhin geguckt habt und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es wieder heißt It's Review Time.